Wie geschmeidig läuft denn deine Hüfte? Viele, die älter werden, haben ja das Problem, dass etwas nicht mehr so rund läuft. Beim Gehen, beim Treppensteigen. Es fühlt sich einfach schwergängig an, eingerostet. Lass uns mal ein bisschen Schmieröl in dein Hüftgelenke kippen mit 2 super effektiven Liebscher-Pracht-Übungen, die ich dir heute zeige. Wodurch kann deine Hüfte schwergängig werden? Was kann Hüftschmerzen verursachen? Die Hauptgründe aus unserer Erfahrung sind, das sind 3 Muskelgruppen, die sind richtig massiv. Das ist der Hüftbeuger, der geht von hier dort rein. Das ist der Gesäßmuskel, der gegenspannen muss, weil der Hüftbeuger meistens vom Sitzen zu kurz ist. Und das sind die Adduktoren, so eine riesen Muskelgruppe, die sich hier innen drin befindet. Und wenn die immer weiter zuzuhören, angespannt sind, wird es immer schwergängiger und es gibt Schmerzen. Und das lösen wir jetzt. Bevor wir jetzt diese beiden Übungen machen, geh mal in deine Hüfte. Mental meine ich, ja? Beweg sie mal, lauf vielleicht ein paar Schritte, geh eine Treppe hoch und runter. Nimm mal Kontakt auf mit deinem Schmerz, nimm mal Kontakt auf mit der Schwergängigkeit. Also ich wage zu behaupten, das mal richtig wahrzunehmen, mit dem Abstand, aha, was ist denn da genau, ist schon die Hälfte der Lösung. Ja? Geh rein und versuch mal genau rauszufinden, wo du den Schmerz spürst und bei welcher Bewegung. Gerade bei der Hüfte, manchmal tut die Hüfte weh und ist schwergängig, wenn man läuft und das Bein bleibt hinten zurück, dann zieht es hier. Manchmal zieht es hier und ist schwergängig, wenn das Bein nach vorne gehoben wird. Das sind so 2 typische Hüftgefühle, die man da negativ entwickeln kann. Ja? Mach da erstmal so ein bisschen eine Bestandsaufnahme und dann machen wir gleich die Übungen. Wir machen jetzt die erste Übung und du machst bitte direkt mit, weil alle Theorie bringt nichts, du musst es probieren. Nur so kann man eine Veränderung bewirken. Ja? Und zwar, nimm dir einen Stuhl, stell dich vor einen Tisch, vor eine Fensterbank und geh mal locker so breit auseinander mit den Beinen, wie du so eine leichte Spannung dann merkst. Hier an der Innenseite, Oberschenkel, in den Schritt vielleicht ein bisschen rein, aber lass die Hüfte gerade. Das bedeutet aufrecht. Das bedeutet, zieh mal den Bauchnabel ein und bring die Leisten nach vorne. Dann merkst du, das Gesäß spannt an. Dann merkst du, aha, bist auf dem richtigen Weg. Das ist eine wichtige Voreinstellung vor dieser Übung. Und diese Übung, da gehen wir an die Adduktoren und an den Hüftbeuger, je nachdem, wie kurz die jeweils sind, aber die kann schon sehr befreiend sein. Ja? Wir fangen jetzt an. Geh mal leicht nach vorne und stell die Fersen weiter auseinander. Dann geh leicht zurück auf die Fersen, heb die Vorfüße hoch und geh mit den Vorfüßen auseinander. Und das machst du jetzt immer wieder abwechselnd, bis du merkst, es geht irgendwann nicht mehr, weil es zu dicht an die Grenze kommt, wo du dich gerade noch wohlfühlst, was du gerade noch gut ertragen kannst. Ja? Also Fersen raus, Fußspitzen raus, Fersen raus, Fußspitzen raus. Und wundere dich nicht, wenn das schon sehr schnell ziemlich weh tut, wenn du das nicht gewohnt bist, ja, dann kann das schon viel höher, als ich jetzt bin, dazu führen, dass du sagst, oh, weiter geht's nicht. Und dann nicht weitermachen, ja. Und die Fersen wieder raus und die Fußspitzen nochmal raus. Und wieder die Fersen raus und nochmal die Fußspitzen raus. Und geh nicht ins Hohlkreuz. Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn du ein bisschen reingehst, aber wenn du ins Hohlkreuz gehst, geht ein Stück Dehnung verloren. Und deswegen am besten die Hüfte gerade lassen, Leisten nach vorne, Bauchnabel rein, wie wir das vorhin schon geübt hatten. So, jetzt sind wir ja schon ein bisschen auseinander mit den Beinen. Und jetzt versuchst du mal, die Füße so zusammenzuziehen, dass du wieder zusammenkommst mit den Füßen, ja, also dass du wieder hochkommst. Geht natürlich nicht. Es sei denn, der Boden wäre ultra glatt, aber das wäre nicht geeignet. Also du musst jetzt gegen den klebenden Widerstand der Füße am Boden, ja, das nicht rutschen können, das nimmst du sozusagen als Widerstand, entspannst wieder, gehst wieder ein bisschen nach vorne, Fersen raus, bisschen nach hinten, Fußspitzen raus und arbeitest dich immer weiter rein. Und dann noch einmal, die Füße wollen zusammen.
und mehr. Es spannt sich hier an der Innenseite alles an, egal in welcher Höhe du stehst. Ja? Da an der Innenseite spannt sich jetzt an. Jetzt lernen diese Muskeln, dass sie sich in der größeren Länge wohlfühlen sollen. Und darum geht's. Und das Wohlgefühl der Muskeln äußert sich in einer Verminderung der Schwergängigkeit. Wird also leichter alles. Und nochmal, die Füße wollen zusammen. Gib ruhig richtig Kraft an. Da im Hüftbereich kannst du ruhig richtig kräftig ziehen. Nicht plötzlich, ja, keine großen abgehackten Bewegungen, aber langsam immer weiter steigern, kannst du volles Gas geben. Nun wieder entspannen und nochmal weiter in die Dehnung. Nochmal reinfühlen, nochmal freuen, vielleicht merken am Küchenboden mit den Platten und so. Ich zähle da immer bei uns zu Hause ab, dass ich meinen Fortschritt merke. Kannst auch messen mit dem Zentimetermaß, ein bisschen aufwendig. Und dann wieder mit den Gegenbewegungen sozusagen wieder rausgehen. Und lass dir da auch Zeit. Mach's nicht schnell, mach's mit kleinen Winkelveränderungen, weil davon profitieren deine Muskeln unheimlich, was die Ansteuerung angeht. Ja? Und jetzt, wenn du wieder draußen bist, schwenk mal ein bisschen die Beine, fühl mal rein, wie vorhin vor der Übung und teste mal. Es kann sein, dass es schon besser sich anfühlt. Das ist nicht unmöglich, lass es zu, weil wir haben da jetzt alle möglichen Muskeln ein bisschen länger gemacht. Wenn du da schon was merkst, schreib doch mal einen Kommentar und wenn du schon angetan bist, gib auch mal einen Daumen nach oben. Wenn du übrigens ein komplettes Hüftbeugerprogramm machen willst, dann klickst du nachher mal hier, da ist so eine ganze Routine, ja, mit noch mehr Übungen, die du machen kannst. Aber wir konzentrieren uns jetzt ja auf diese zwei. Die zweite Übung, die machen wir am Boden. Gehe bitte auf die Matte und setz dich mal erst so ganz locker auf die Matte und dann legst du, wir fangen mit der rechten Seite an, dein rechtes Bein mal so vor dich, dass der Unterschenkel parallel zum vorderen Mattenrand ist und 90 Grad Winkel hier im Bein und dann legst du mal das Knie ab und beobachtest jetzt mal. Wenn du jetzt ein bisschen zur Seite musst, ist alles gut, muss ich auch, ja? Aber angenommen, du schaffst das nur in der Position, dann nimmst du mal das Bein rein und dann merkst du, oh, jetzt ist es leichter. Das ist eine Erleichterung, um erstmal in die Übung reinzukommen. Ja, aber probiere, den Winkel so weit geöffnet zu lassen, bestenfalls 90 Grad, weil dann hast du den besten Hebel im wahrsten Sinne des Wortes, um die Muskeln gut in die Länge zu bringen. Und dann nimmst du dein linkes Bein und ziehst mit deinem linken Bein nach hinten und probierst mit dem linken Hüftstachel möglichst in Richtung der rechten Ferse zu kommen und den Fußrücken aufzulegen. Und dann drückst du dich mit der Hand, du siehst meine Hand, die steht so rechts vom Bein und zwar so, dass ich mich nach hinten drücken kann, um aufrechter zu werden und nach links drücken kann, um von vorne gesehen aufrechter zu werden. Und jetzt gehen wir praktisch immer mehr in diese Dehnung, indem du dich mit der rechten Hand nach links und nach hinten drückst. Gleichzeitig kannst du probieren, ganz aktiv den linken Hüftstachel immer näher in Richtung der rechten Ferse zu bewegen. Und dann merkst du die Dehnung im rechten Gesäß, in der rechten Leiste, Außenseite rechte Oberschenkel, linke Leiste. Das Tolle an der Übung, wir üben an zwei Muskeln parallel. Rechts üben wir jetzt am Gesäßmuskel und alles, was da dran hängt, und links am Hüftbeuger und allem, was da dran hängt. Und nachher wechseln wir das nochmal. Das ist der Hüftbefreier vor dem Herrn, sage ich immer. Ja, also das ist, weil mehr in einer Zeit kannst du gar nicht für deine Freiheit der Hüfte tun. So, jetzt atmen wir uns da immer weiter rein. Wenn du schon Übungen mit mir gemacht hast, dann weißt du ja, ich sage immer, atme ein und im Ausatmen gehst du ein bisschen weiter in die Dehnung, weil Ausatmen ist Vagusnervaktivierung. Parasympathikus, Entspannung, und in diese Entspannung gehst du rein und kannst es für die Dehnung nutzen. Das ist eine ganz ruhige Sache, schön konzentriert, arbeitest du dich immer weiter in die Freiheit deiner Hüfte rein. Schmieröl hatten wir ja gesagt, ne? Immer weiter nach links drücken. Und jetzt
vielleicht kennst du das auch schon, kommt unsere Krafttrainingseinheit. Wir machen das Krafttraining in der Dehnung. Ich liebe diese Art von Krafttraining, weil die macht immer flexibler und trotzdem kräftiger. Du drückst dazu deinen rechten Fuß aktiv mit eigener Kraft des Beines gegen den Boden und dein linkes Knie gleichermaßen. Ja? Konzentriere dich, rechter Fuß, linkes Knie. Muss man ein bisschen üben, um beides anzusteuern parallel. Dann lässt du wieder los, lässt locker, merkst, oh ja, jetzt kannst du dich noch ein bisschen weiter darüber drücken. Und dann machst du das nochmal. Rechter Fuß, linkes Knie, drücken nach unten. Du darfst dich ruhig, richtig anstrengen. Richtig fest drücken, locker lassen und du gehst weiter nach links. Es darf übrigens auch rechts oberhalb des Beckens ziehen, so innen drin. Fällt mir gerade noch auf. Ja? Und noch ein drittes Mal, du drückst wieder mit dem rechten Fuß und dem linken Knie richtig nach unten, lässt locker und gehst nochmal weiter in die Dehnung rein. Und je nachdem, wie oft die Dehnung schon gemacht hast, geh ganz langsam raus, weil es kann sein, dass da ganz neue Muskelbereiche in die Aktion gekommen sind bei dir. Dann drehen wir das um. Gilt das Gleiche, nur für die andere Seite. Ja? Wieder 90 Grad und mit dem anderen Fuß, mit dem anderen Bein schön zurück. Wenn das nicht klappt, bei den 90 Grad, dann nimm das Bein zurück, dass du besser reinkommst in diese Position. Und atme wieder und genieße. Atmen und genießen. Und da ist jetzt umgekehrt, ja. Da sind wir jetzt links am Gesäßbereich und rechts am Hüftbeuger und was damit alles zusammenhängt noch. Gibt es ja auch diese ganz vielen kleinen Muskeln in der Hüfte. Übrigens, wir dehnen ja nie Muskeln oder Faszien oder irgendwas anderes. Wir gehen ja nur in die Winkel. Und individuell, so wie du drauf bist, dehnen wir dann unterschiedliche Dinge, die bei jedem ein bisschen anders sind, weil jeder hat eine andere Muskel- und Faszienverteilung. Bei uns geht es nur um die Winkel. Winkel wiederherstellen und alles gut. Ganz einfaches Rezept mit sehr, sehr hoher Wirksamkeit. Drück dich jetzt auch mit der linken Hand immer weiter nach rechts rüber und immer weiter nach hinten, dass dein Rumpf immer lotrechter von allen Seiten betrachtet sozusagen wird. Und auch hier linker Fuß gegen die Matte, rechtes Knie gegen die Matte. Richtig festdrücken, locker lassen, weiter aufrichten den Rumpf. Und nochmal, linker Fuß, rechtes Knie gegen die Matte. Noch ein bisschen stärker. Locker lassen, weiter in die Dehnung. Und nochmal, rechtes Knie, linker Fuß in die Matte. Locker lassen, weiter in die Dehnung. Und dann auch hier langsam wieder rauskommen. Und jetzt fühl mal rein. Lauf wieder ein paar Schritte, geh vielleicht auf eine Treppe, beweg dein Bein, fühl, wo der Schmerz ist, wie intensiv du ihn merkst. Nimm Kontakt zu deinem Schmerz auf. Das ist total förderlich für die ganze Entwicklung. Und guck mal, wie freigängig das jetzt ist. Gib mal einen Kommentar und wenn du was gemerkt hast und beglückt bist, dann gib ruhig mal einen Daumen nach oben. Ansonsten Hüfte, total wichtiges Gelenk, ältere Menschen immer schwergängiger, ist ganz, ganz verbreitet, ja. Verbreitet deswegen an all diese Menschen dieses Video, die sollen merken, dass sie selbst ganz viel tun können. Das kann übrigens kein anderer für dich erledigen, das musst du selbst tun. Und die anderen, erzähl denen das auch. Mach vielleicht sogar mit denen mal die Übung. Wenn du so ein bisschen geübt hast, schon 10, 20 Mal wiederholt hast das Video, dann zeig's denen doch und lass sie gleich selbst was fühlen, ja. Und lass sie das spüren. Wenn du hier oben klickst, dann kannst du den Kanal abonnieren. Mach das, wenn du noch nicht abonniert hast und mach auch die Glocke aktiv, damit YouTube dich informieren kann, dass du mich nicht verpasst. Könnte was Spannendes sein.
Und hier unten kriegst du ein Hüftübungsprogramm mit mehreren Übungen. Mach mal und schreib auch mal einen Kommentar, halt uns auf dem Laufenden. Toll, dass du dabei warst. Ciao, bis zum nächsten Mal.